Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Demo von The Thaumaturge. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das Spiel soll in der fertigen Version auch eine deutsche Übersetzung kriegen, zumindest was die Texte angeht. Zwar englische Sprachausgabe, aber deutsche Texte. In der Demo gibt es leider bislang nur polnische und englische Texte. Von daher gehen wir mal mit englischen Texten und gehen einfach mal rein. Kann sein, dass wir gleich noch ein bisschen Sound-Settings machen müssen. Schauen wir mal. Thaumaturge is a word deriving from Greek. It means miracles. The thaumaturge or tempermancer is one able to discover secrets lingering in persons or places. They recognize flaws or stigmas imprinted on the human psyche and can bring them to the surface. Are they a doctor of souls? It is impossible to fully name the essence of a thaumaturge without being born one. Okay. Shit. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Was ist unsere Nachricht? Ja, ganz kurz die Kamera wieder an. Zack. Go ahead and dictate your message. First play a trick on him. Okay, wir können versuchen...
Okay, ich war nur gerade verwundert, weil der Hintergrund flackert ein bisschen, ne? Ab und an. Aber gut, steht hier auch groß oben drüber, not the final quality of the game, okay. Wenn wir schon bei dem Thema sind, lasst mich mal ganz kurz zack. So, das Spiel soll rauskommen am 5. Dezember, also in knapp 2 Monaten, okay. Steht auf Steam zumindest noch kein Preis dran, alles klar. Play a trick on him, keine Ahnung, probieren wir mal aus, mal gucken, was es macht. Take this down, please. Arrived. Very beautiful views. People honest at first glance. Sincerely, your barely living cripple. I didn't mean to cause offense. Well, then strike that, please. Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Send greetings to your sister. Also schon zu unserer Schwester, ja, nicht zu seiner. Aggravate your father, don't add anything. Nee, wir geben mal nicht, also, ich weiß ja auch gar nicht, wem wir das schicken. Also, nein, wir packen mal nichts dazu. That will do. From whom? My name is Viktor Szulski. Szulski. And Victor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Aber you can move freely around all the locations. Okay, cool. Unter der Kamera liegt nichts, das nur so als Info. Also nichts vom HUD oder so. Haben wir jetzt irgendwie gesagt, wo das Ding hin soll, außer nach Warschau? Ich meine, ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher, wie so ein Telegramm funktioniert, aber okay. Der Klickeffekt auf dem Boden ist fancy. I like that. Lost Letter. Der liegt natürlich einfach so in der Poststelle rum. Dear Anthony, it feels like ages have passed since your last letter. Or maybe it's just the winter that makes everything good and warm seem distant. As you can guess, the life on an exile does not spoil me. Years ago, I was uprooted from my homeland and sent to a foreign land among foreign people to fight under the Russian banner. And how am I today? I live among people who hate me. I'm losing my health and my mind and cultivating the land that I fertilized with the blood and flesh of its sons. I can't leave here. I can't stop reminiscing. Death seems to be my only means of escape. Please pray for me. Constantine. P.S. I don't think this letter will make it through the censorship. But if it does, please tell Anielka that the thought of her brought me solace. Until the very end. Okay. Noch ein Brief, den ich skippe den mal gerade.
Das wäre schon der Punkt, wo ich mir jetzt deutsche Texte gewünscht hätte. Railway Station, geht's hier noch raus? Ne, ist ein Fenster offenbar. Können wir... Oh, wir können ranzoomen, okay. Ja gut, wir gehen mal raus. Perception. As a thaumaturge, you possess exceptional perception. You can see things that are hidden from sight. You can anticipate the enemy's actions. You can follow traces of emotions, thoughts, actions and words. And you can reach your goal easier. Okay. Use Perception. Okay. Können wir einfach mit Rechtsklick machen. Das ist so quasi unser Witcher-Sense quasi. Coachman. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Okay, wir können Danke sagen und einsteigen. Können fragen, ob es einen Heiler im Dorf gibt. Fragen, ob er noch einen Augenblick warten kann. Ich frage erstmal, ob es einen Heiler im Dorf gibt. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? You came for some healing? Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. He prays a heck of a lot. You getting in or what? Woher wusstet ihr jetzt, dass wir nach einem Heiler suchen? Oder nach wir haben das ja null angesprochen. Es stand zwar in der Option, aber wir haben halt nichts gesagt. Wir fragen, ob er noch mal kurz warten kann. Can you wait for me a minute? I want to take a look around. Well, I'm not going to leave you now, am I? Thank you. Wenn es nur einen Visitor... Ja, wenn es nur einen Visitor gibt. Also... Aber der Healer ist ja offensichtlich kein Visitor, sondern schon seit Monaten... Also... Und er kam mir dann direkt drauf, ihr sucht nach einem Heiler. Und ich denke mir so... Woher weiß er das? Wir haben doch nur gefragt, ob jemand zu Besuch ist. Okay. Ich finde es grafisch tatsächlich sehr hübsch. Also klar, sieht manchmal hier noch... Aber gut, das liegt jetzt daran, dass wir hier gerade stehen und dass das Bild nicht verdecken soll. Dass sich hier die Tannen ab und an auflösen. Aber für einen eher kleinen Titel schon ganz schick auf jeden Fall. Okay, wir können aber legit nirgendwo anders hingehen, oder? Also wir kommen hier nicht weg. Oh, und der Miracle Walker im Village und wir fahren ja auch erst zum Village. Macht Sinn. The Tiflis Herald. The tragic events of August 29 have cast a shadow on the city of Tiflis, leaving it in deep mourning. Yesterday's rally, where reform proposals set out by Minister Alexander Boligin, wie auch immer, were to be discussed, was brutally interrupted by Cossack troops that stormed inside the municipal board building. Armed Cossacks entered the conference room, wreaking havoc. In the turmoil, 60 people were killed and over 100 were injured. People are shocked at another instance of unjustified aggression against the nation of Georgia. Many believe more mass strikes are inevitable.
Okay, also es gab prinzipiell auf eine Ratssitzung oder sowas, wo eigentlich eine Reform oder Reformversprechen besprochen werden sollten, gab es einen Angriff von bewaffneten Kosaken und dabei wurden 60 Menschen getötet und mehr als 100 wurden verletzt. Und in der Stadt sieht man das als weiteren ungerechtfertigten Angriff auf Georgien. Okay. Na dann. All set, yeah. Let's ride. Set. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Okay. Die Loading Screens ruckeln ein bisschen. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there past the little square up the steps. They'll tell you where that creature's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Okay, dann habe ich eine Maus. Ah, jetzt sehe ich den Cursor wieder. Okay. Der Cursor ist halt winzig. Kann man das vielleicht noch irgendwo umstellen? Habe ich hier nicht irgendwo Optionen? Wir haben auf jeden Fall eine Map. Journal Entries. Options. Mouse und Keyboard. Ja, Game Cursor enabled. Ist schon okay. Ich hätte ihn halt nur gerne die Idee größer, weil der geht halt. Also. Ja gut, für euch ist es ja auch entsprechend kleiner im Stream dann, aber ganz ehrlich, in der 4K-Auflösung geht er halt schon gut unter. Also, wenn du dann halt nicht direkt weißt, wo er ist halt so, ja, find mal den Cursor. So, ah ja, da an der Seite bewegt sich was, okay. Alright, dann laufen wir doch erstmal ein bisschen rum. Okay, wir müssen auf jeden Fall eher in die Richtung laufen. Ich würde ganz gerne das mal ein bisschen... welcher Taste? Achso, auf M ist die Map standardmäßig. Okay, die Map ist aber auch aufgedeckt. Wir müssen dann nichts aufdecken selber. Okay. Nichts selber aufdecken, so rum. Gucken wir mal, ob wir irgendwo die Taverne finden. Mit den ganzen Leuten können wir nicht sprechen. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass das Spiel noch nicht... Also hier und da hat es noch so ein paar grafische Sachen. Man merkt so, ja, da kann auf jeden Fall in den nächsten 2 Monaten bis zum Release noch ein bisschen Polishing passieren. Also die Reflexionen im Wasser sehen halt im Vergleich zu allen anderen Sachen halt einfach relativ detailarm aus. Wenn sich mal anguckt, wie das sonst so aussieht. Ja, wobei hier ist besser. Okay, wir könnten mit Luca sprechen, wenn wir das wollen. Setting ist interessant, auf jeden Fall. You guys already got what's yours this week? Mulchot, we're here to keep order, and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Hey, there! Nice boots. Very warm? Show no fear, I indeed. A proud answer. It not only draws from your flaw of pride's level, but will also feed it even more. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also das formt auf jeden Fall unseren Charakter.
You're not looking for trouble. Yes, we are looking for trouble. Actually, I have particularly warm wounds. Thanks. And sooner or later, it'll come back to bite them. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. You got to sort out formalities with this tourist. Either Znami. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Okay, hier haben wir direkt einen Kampf angezettelt. Nun gut. Kampf hat laute Musik. When your enemies lose all their health points, you win the fight. Ja, okay. Ich mach's gleich leiser. Na dann, Start Fight. Was können wir machen? Quick Attack. 5 bis 6 Schaden, 11 bis 14 Schaden. Ja, dann machen wir doch eine Plant Attack, weil damit knocken wir ihn doch eigentlich direkt aus, oder? Okay, Actions Queue. Perception allows you to anticipate the enemy's actions, to find out what they are planning, and fold the Actions Queue on the top of the screen. Skill Speed. Each skill has its own speed. Slower skills are more powerful but require preparation, bringing the risk of an enemy attacking first. Okay. Also wir können ihn auf jeden Fall nicht one-hitten. Okay, der Gegner wird 3 bis 5 Schaden machen, das ist okay. Ja, dann machen wir doch aber eine Plant Attack und dann eine Quick Attack hinterher, oder? Oder wir können auch erst eine Quick Attack machen, ist eigentlich egal. Können wir ihn die ganze Zeit einfach nur punchen? Ohne dass er angreift? Okay. Gut, es hätte letztendlich einfach keinen Unterschied gemacht. There's the Ruski is right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Hast du mich gerade einen Krüppel genannt? Okay, wir haben irgendeinen Punkt gekriegt. Hier. Thaumaturgie-Punkte. On the Grimoire's cover, there are available Thaumaturge points that you can spend on the tree, purchase skill upgrades, improve your powers within any dimension, and enhance solitaries, wie auch immer man das ausspricht, to enable further development. Okay. A hard mind, achso, ich blende mich nochmal ganz kurz aus, dann seht ihr auch, was dahinter ist. Sekunde, kurz auf den anderen Rechner rüber. So geht's. Also wir haben Heart, Mind, Deed and Word. Was auch immer das macht. Hier haben wir unsere Attacken, die wir dann auch verbessern können. Das müssen wir aber wahrscheinlich erst lernen. You buy upgrades with Thaumaturge points in the development panel. Also hier. Und die schalten wir dann wahrscheinlich frei. Okay. Flaw. Many people have flaws, but only Thaumaturges are aware of their existence. There are blemishes on a personality. Dass das so flackert, macht mich gerade ein bisschen kirre. On a personality created as a result of turbulent experiences. They attract solitaries into law. Ja, okay. Your flaw's pride. If you nurture it by making the right choices, it will impact the course of events in the future. Okay.
Ah, und wir können noch mehr Flaws haben, okay. Okay. Ah, und das erhöht auch die Hard Dimension, okay. Was ist das hier? Upier. Ah, Flaws sammeln finde ich halt ganz cool. Von der Idee her. Mag ich. Eerie Intoxication inflicts damage, restores your health point, which is half of what you've lost. Achso, by one, which... Wait. Each subsequent action that restores health points will restore less of it, okay. The target's health points determines how much damage the skill inflicts. The more... Okay, das macht also prozentualen Schaden, wenn ich das richtig sehe. Liberum Veto reduces focus, removes all negative states from you. Okay. Interessant. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich mit ihm interagieren kann. Okay, gut, dann packen wir doch prinzipiell erstmal hier irgendwo einen Punkt rein. Das ist schon alles das, was wir haben, ne? Ja. Dann könnten wir jetzt Gamble machen. 60% Chance auf doppelten Schaden. Relaxation stellt 3 Fokus wieder her als Skill, okay. Reduziert Fokus um 1. Wenn der Gegner in einem Suffering-State ist, also wahrscheinlich irgendeinen negativen Effekt hat. Da wir im Moment aber kein Suffering auslösen können, macht das eigentlich erstmal nichts. Kommt es danach vielleicht? Bond of Brutality increased the damage from the salute his next attack. Okay. Fortune gives a 50% chance of interrupting the enemy's planned action. Ist das passiv oder aktiv? Wäre hier halt auch eine Frage, ne? Zählt das für alle Angriffe? Probieren wir es aus. Außerdem kommt der Kollege danach. Your bond is weakened and in danger of collapsing. Okay, und die anderen Bonds werden in der Demo wahrscheinlich nicht freigespielt sein. Ah, okay, das heißt, wir können uns quasi aber auch verschiedene Bonds später aussuchen, theoretisch. Okay, interessant. Hier oben haben wir unser Inventar, da ist jetzt nicht so viel drin. Ein bisschen Geld. Im Revolver, okay. Geladen offensichtlich. Unseren Pass. Den Brief von Ligia. Na, und halt unser Grimoire. Und sonst eine ganze Menge nichts. Die Klamotten, die wir anhaben. Die scheinbar keine Stats haben, okay. Hier gibt es eine Menge Stuff zu lesen. Okay. Würde ich gegebenenfalls machen, wenn die deutsche Version irgendwann mal da ist. Die wichtigste Frage ist doch jetzt, können wir den Hund streicheln und es sieht verdächtig danach aus. Wir sagen nur Good Dog. Da stand Pet Dog dran. Ich will den streicheln. Schwierig. Er verliert das Spiel natürlich direkt an Wert. Also wenn ich in der Vollversion keine Animation habe, dass ich den Hund nicht streicheln kann, schwierig. Wenn wir hingehen und Good Boy sagen, ist natürlich auch schon mal was, aber Okay, der Dude dahin ist offensichtlich. Hier haben wir noch eine Zeitung.
correspondents report that the newly appointed Governor General of the Yerevan province, Prince Napoleon Louis Joseph Jerome Bonaparte. Wait, what? Es ist tatsächlich Napoleon, okay? Just arrived in town. The highest officials were present at the welcoming ceremony, followed by a dinner with representatives from Yerevan's most eminent families. The Governor General's address to the town peoples is expected in the... Okay. Also offenbar ist in Yerevan gerade Napoleon angekommen und wird erwartet, dass er innerhalb der nächsten Tage eine Ansprache an die Bevölkerung vor Ort richtet. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, für sowas kriegen wir tatsächlich auch Experience. Interessant. Okay. Ich mag, dass es abgesehen von dem Thaumaturgie-Kram halt so ein 100% realistisches Setting hat, also zumindest so rein optisch. Also ich bin ja sonst sehr für Fantasy und allem zu haben und alles zu haben, auch für Science Fiction. Aber ich mag die Kombination aus so diesem irgendwie alten, was ist es denn, wenn es Georgien ist, georgianischem Look, so aus dem mittelalterlichen Look. Und dann aber mit diesem Thaumaturgie, übernatürlichen Magiekram da drin. Ah, ganz cool. Also da kann man auf jeden Fall viel draus machen. Das ist Rasputin. Natürlich ist es Rasputin. Forgive me, sir. Is your name Grigory Efimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Nur so zur Info, ich weiß nicht, ob das im Stream noch schlimmer ist, weil ich gerade nicht weiß, ob ich beim Stream vom anderen Rechner ein leichtes Sounddelay habe. Aber selbst bei mir ist das Ganze nicht lippensynchron. Also, es liegt auch mit am Spiel. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es im Stream noch schlimmer ist, aber ja, es ist auch so im Moment schon nicht lippensynchron. So, woran glauben wir? Sagen wir glauben an seine fantastischen Kräfte? Oder sagen wir wollen erst was sehen, bevor wir an irgendwas glauben? Tja, ich bin fürs Zweite. Wir wollen es erst sehen. If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? Ja, sagen wir jetzt, dass wir in Warschau geboren wurden? Oder sagen wir, wie wir seine Spur aufgenommen und ihn verfolgt haben? Seine Frage ist, glaube ich, eher auf das Zweite gerichtet, oder? I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan.
After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. Na dann akzeptieren wir mal die Challenge. Also wir können natürlich sagen, wir sind jetzt gerade nicht at the height of our powers. Wie sagt man das im Deutschen? Also uns stehen gerade nicht all unsere Kräfte zur Verfügung, wahrscheinlich, weil wir ja auch offensichtlich angeschlagen sind. Ich glaube, es kommt einfach gerade nicht so gut an, von daher Challenge accepted. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Prayer beads. Time-worn prayer beads with 30 wool knots. The seal gushing from the beads impregnates the wool better than the tallow from the owner's strong fingers. The object pulses with a mixture of blue rapture, purple passion, and graphite fierceness. The touch of the beads burns, but it also attracts. Draw Conclusion. Okay, ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen, aber ich merke mir auf jeden Fall gerade mal Blue, Purple and Graphite. Conclusion. Rasputin has a magnetic zeal and passion. He is a man with an attractive personality, strong and fierce, who is easy to follow. One just has to be careful not to get burned by the flame of his ardor. Bei Examen gucken wir uns das Ding nur nochmal an, oder? Have you figured anything out yet? Ja, ich denke, wir haben alles, was wir brauchen. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Observations. Observations are information that you acquire by interacting with people and items. Observations make up conclusions, a valuable source of knowledge about the world and events that can help you in different situations. Thaumaturges possess perception, which allows them to read other people's emotions, actions, okay, soweit waren wir. You must develop, okay, ja, fine. Okay, das ist halt ein bisschen ungeil. On some items you will find a trace of someone's personality. It takes one of three forms. Unknown, you see it for the first time. Familiar, you've seen it before, but you're not certain who it belongs to. Certain, you know exactly who left it. Traces are only revealed once you pass the test of perception on the item. Okay. Okay, haircloth. Okay, trace unknown.
Kann ich damit jetzt nicht interagieren? Das leuchtet so offensichtlich. Ja, aber wir wissen doch jetzt nicht. Also ich meine, wir konnten das Ding anklicken, aber wir wissen ja nicht, zu wem es gehört. Also wir können jetzt natürlich hingehen und sagen, ah ja, das könnte vielleicht deins sein. Ah, das Ding können wir jetzt noch anklicken, okay. Dirty bowl that someone has eaten stew from. Da haben wir überall zu wenig Stats für, das ist halt so der Nachteil. Und warum führt das Ding immer hier in die Ecke? Das ralle ich irgendwie noch nicht so ganz. Noch irgendwas? Ah, jetzt können wir das anklicken, okay. Prayer Book. Ah, Trace Certain, okay. It vibrates with a languishing moan of delight, the touch of silk, the scent of courtly powder. But that which is soft and warm is also pierced by the thorns of impending separation and longing. Okay, warum auch immer wir genau wissen, dass das zu Rasputin gehört? Who would have thought that this priest had such passion? Surprisingly, the mask of a healer conceals an outstanding lover, irresistible to women's hearts and bodies. Perhaps this is one of his healing methods. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall mit ihm sprechen. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? Ja, erzählen wir ihm was über unser Problem. A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Say you can pay him well. Das ist auch wieder eine proud answer, womit wir halt unseren Flaw verstärken. Ich weiß halt nicht. Können wir ihn gut bezahlen? Also wenn wir es als Option haben, sure thing, aber ich weiß das nicht von uns selbst. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me in. Okay. Den Dialog mal ganz kurz genutzt, um meinen Pulli loszuwerden, weil es ja langsam echt warm drin wird. Okay.
Auf einmal sind wir in Diablo. Es war gerade genau mein Gedankengang. Feels Diablo 4 all over again. Fehlt nur noch, dass Mephisto hier in Wolfsform auftaucht und wir gleich wieder in irgendwie Tristram sind. You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, Father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. Und sie hätte nicht... It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutar, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Okay, ich hab's verstanden. Sie will echt fegen. Wirklich, wirklich dringend fegen. Die Frage ist, warum kann sie das nicht machen, während wir da hinten auf der Matratze liegen? Also, so, ja, okay. Ist ja noch irgendwas, was wir... Ich finde es fast ein bisschen uncool, dass beim Ranzoomen also dass das halt alles irgendwie dunkler wird, dass der Kontrast irgendwie höher wird. Ich würde gerne irgendwie ein paar mehr Details erkennen. Das alles ein bisschen genauer angucken. Ja, okay. Multiple objectives. Quests have multiple objectives. Freely switch from one you'd like to track. For the one, nicht from. After switching, the object will reveal a path. Ja, okay. Also, wir können hier einfach uns aussuchen, was wir machen wollen. Find the person with a flaw, ja. Finde ich eher interessant. Okay. Soon the day will come when the people will throw off their hated shackles. The one stroke. Ja, okay, aber gibt uns das irgendeinen Hinweis? Nein. Let's take a look around. That's what I'm doing. They'll go gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something,
There's nobody to be found. That's not yours. Don't touch. All these newcomers causing more problems. Okay. Sie hat auf jeden Fall nicht so Bock auf uns. A tote Gans. From the goose twisted neck flows the anger and passion of a person who slaughtered the poor bird. The wave of emotions carries no desire for meat or feathers, only the sour taste of envy and the desire for all of Bogdan's property to go to hell. Okay, können wir das jetzt nachverfolgen? Okay. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother, and this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too. Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Conflicted neighbors. A dead goose lies between the quarreling peasants. The obvious bone of contention here. If a wise woman is to settle the dispute, she'd better do it quickly. It will come to fisticuffs in a moment. It seems that the neighbors quarreled over a goose strangled in an act of revenge. A classic of the genre. Okay, das können wir jetzt machen, weil wir halt einen Punkt in Hard haben. Dann versuchen wir doch erstmal Anatoly zu beruhigen. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's, I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. Okay. Okay, hier geht eine Menge Stuff ab. Ne? Okay, ich würde es einfach mal mitnehmen für die Experience gerade. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Okay. Something continues to elude you, keeps... okay. Die Optionen haben wir halt noch nicht, weil wir noch nicht alles gefunden haben, worauf wir sie ansprechen können. Okay. Accuse her of taking advantage of the superstitious villages. Okay. Wir beschuldigen sie, einen Vorteil daraus zu ziehen, dass die Dörfler abergläubisch sind. Okay. Also, why would we? Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Ich wüsste gerade nicht, warum wir sie deswegen beschuldigen sollten, to be fair. Also weiß ich wirklich nicht. Okay, salt on the doorstep. Ich mag's echt, wie detailliert das Dorf gemacht ist.
Also sind so viele Kleinigkeiten. Ich meine, ne, halt so ein Dorf mit hier ein Haus hin und da ein paar Leute und so ist jetzt halt ne, klar. Aber ne, hier die Hühner und wirklich überall noch so ein bisschen Kleinkram verstreut und Pflanzen und ein bisschen Gerümpel. Und ne, so die kleinen Markings auf dem Holz und wie das gemacht ist, mit so viel Liebe zum Detail. Hier geht's überall nochmal. Nein, Quatsch. Also hier geht's schon nochmal überall hoch, aber ich finde es halt echt schön ausgearbeitet. Also es wirkt halt lebendig. Das ist, glaube ich, auch das, was mir. Oder das, was ich ursprünglich in dem Gasthaus schon sagen wollte. Es wirkt halt einfach sehr, sehr echt. So, können wir Sie jetzt auf was anderes ansprechen schon? So many circles, your head will spin. Können wir immer noch nicht. Aber okay, dann spreche ich Sie jetzt einfach mal darauf an. Mal gucken, was passiert. A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real too. Oh, wir könnten jetzt fragen, ob sie Rasputin oder den anderen Salator meint. Also die Figur, die wir halt in unserer Vision oder was auch immer gesehen haben. Is this spirit you're talking about, not a person? I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people, and you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Okay. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam. Okay, okay. Darf ich bitte zur Tür raus? Danke. Warum haben wir denn jetzt hier eigentlich so zwei? Achso, das sind die Sachen, die wir uns angeguckt haben, ne? Nämlich die Gans und die Türschwelle. Aber wir haben immer noch nicht die Person with Flaw gefunden. Das muss halt irgendwo in diesem Kreis sein. Ja, irgendwo noch was wir uns angucken können. Kann wir... So viele Möglichkeiten zum Rumlaufen haben wir auch nicht, ne? Hier kommen wir überall nicht hin. Ah, hier ist ein... Okay. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Okay. Wir können auf jeden Fall jetzt noch einen Thaumaturgie-Punkt ausgeben. Perfect Efficiency. Perfectionism. 7 Züge. Oder 7 Zeiteinheiten, was auch immer. Makes every attack on the enemy deal the maximum possible damage. Okay, das ist crazy. Ich würde mal mit Relaxation gehen.
Oder kriegen wir dann tatsächlich beides? Achso, nö, das ist also, ja klar kriegen wir beides. Wir kriegen halt einen Punkt mehr in Mind, so völlig klar. Ey, mach das jetzt einfach mal. Und wir haben hier noch ein Available Upgrade. Each skill can be upgraded. Place the upgrade. Oh, okay. Und I see, I see. Und wir haben jetzt eine Strong Attack, ja? Müssen wir die Strong Attack hier noch irgendwo... Haben wir die standardmäßig schon? Gucken wir mal. Beim ersten Kampf konnte ich die, glaube ich, auf jeden Fall nicht auswählen. 23,5 Schaden mit 60% Chance auf doppelten Schaden? Strong attacks and focus. In order to launch a strong attack against an enemy, you must take away all of their focus, causing them to enter the breakdown state. Ah, okay. Strong attacks are much more powerful than other skills. Okay. Er hat auf jeden Fall einen Plant-Hit. Dann sollten wir ihn auf jeden Fall platt machen. Er greift mit dem Hook halt für 2 bis 5 an. Das ist okay, soll er machen. Aber dann... Wait. Jetzt, aber das macht er doch jetzt beim Falschen, oder? Das war nicht der Plan. Strong Attack Opportunity. Ah, auch gut. Dann jetzt Strong Attack, I guess. Oh, er ist... Ah, okay, er ist standardmäßig ausgewählt. Okay, I get it. Aber ist das jetzt die Strong Attack? Hatte ich... Ich check's noch nicht so ganz. Ja, das ist mein Begleiter jetzt. So, ja, klar, aber... Ah, okay. Wir haben jetzt einfach direkt Double Damage gemacht. Ah, okay. Und wir können jetzt noch seinen Fokus reduzieren. Und unser Begleiter macht... Muss ich da jetzt auch Fokus reduzieren auswählen? Nein, oder? Er hat hier nur einen Fokus. Das heißt, da können wir jetzt theoretisch auch schon Schaden machen, oder? So, dann verliert er nämlich auch seinen Angriff und wir können jetzt die Strong Attack machen. Ja, und jetzt macht der schon Schaden. Und dann müssen wir gar keinen doppelten Schaden mehr machen. Nice. The devil sent you. You can say that. Sure. Okay. If thinking interferes with their actions, so much the worse for thinking. The locals are eager to pick a fight. Okay, also haben die Beobachtung gemacht, irgendwas stimmt hier nicht. Die Bewohner sind zu aggressiv. Dimension Force too low. Word. Okay. Können wir nicht sagen, wem das gehört. Schade. So, dann klopfen wir doch nochmal. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over.
Please leave. Please, please. Okay. Immerhin nicht noch ein Kampf. Was ist denn das hier eigentlich? Ah, hier ist Rasputin jetzt einfach neu dazugekommen, ja. Also, das war einfach nur die Info, dass wir da einen neuen Text haben, alles klar. So, das ist locked. Ich weiß aber trotzdem gerade nicht, wo wir jetzt noch weitermachen sollen. Da sind wir schon aus dem Suchbereich raus. Also wir können natürlich mit jetzt zu Rasputin gehen, klar. Aber ich würde ganz gerne eigentlich die Quest hier machen. Also wir können jetzt wahrscheinlich noch mal mit... Sie wird keine neuen Optionen haben, oder? You've been going in so many circles. Nee. Nee, hat sie nicht. Okay. Quest sagt ja auch, wir sollen raus. Kann ich nochmal klopfen? Passiert denn was Neues? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Okay, da passiert nichts Neues. Hier sind wir auch schon aus dem Suchbereich raus und in den ganzen Stuff, also da können wir überall nicht hingehen. Aber wobei, können wir das wirklich nicht? Können wir wahrscheinlich wirklich nicht, oder? Nee, der ganze Bereich hier innen ist einfach nicht betretbar. Also nur das, was weiß ist quasi. Oder hell. Okay, aber da ist nichts mehr, mit dem ich interagieren kann. Oder ich übersehe es, aber... Brauche vielleicht das gelockte Ding, ein Level Up. Ja, aber dann müsste ich ja einen festen Skillpunkt ausgeben. Also, es muss doch prinzipiell auch möglich sein, wenn man den Charakter anders geskillt hat, oder? Also, das Spiel kann mich ja eigentlich nicht zwingen, eine Quest... Ja, wobei, es ist eine Sidequest, oder? Weiß ich nicht. Ist es eine Sidequest? Ah, kann natürlich sein, dadurch, dass das auch ein anderes Vieh ist, dass wir dadurch halt wirklich... dass wir dadurch halt wirklich einen Punkt in Word brauchen und dass das er hier dann ist. Dass wir nur so dahin kommen. Das kann natürlich sein. Andererseits wüsste ich jetzt, gut, dann machen wir jetzt erstmal Rasputin und hoffen, dass wir da ein Level-Up finden. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery? It's not like anyone there is gonna run away. Look, my horse is more dead than alive. The coachman doesn't want to take me to the cemetery. If I use my power, I should be able to change his attitude. Aber da fehlt uns noch eine Option. Das können wir noch nicht. I'll be right back. Manipulation. You can manipulate other people. First, you must know a person's secrets, which you can learn by making conclusions. If manipulation is available, the character interaction icon will change, and the up here will appear next to the character. Okay.
Shovels still showed traces of mud and ice. The coachman had to free the wagon's wheel from the soft soil that had engulfed them. Okay. Protective charm made of strings, sticks, and feathers. It's supposed to protect the residents from the influence of evil powers. Okay. The coachman used the rag to wipe the sweat from his forehead. The rag reeked with the sour odor of fatigue. Attempts to free the wheels from the soft soil made the spine crack like a fishbone, and the muscle burn with fire, and no one would help. Such was his job. Such was his fate. Okay. The coachman is tired and weary. He's worked hard at unloading the wagon alone, and all he dreams of is a moment of rest. I can relieve his suffering. Okay, ich verstehe. I'm not going anywhere. Okay, und jetzt können wir seine Erschöpfung beseitigen, ja? Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery. I meant to take the horse out for a run, so get on. Ah, okay, jetzt sind wir hier drüben, alles klar. Was, die Demo ist echt lang. Und Opa Helmi, vielen, vielen Dank für den Resub. Danke dir. Na dann. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? Wir bedanken uns erstmal. I don't have enough words, sir, to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. Okay, fragen wir mal, was sie hier macht. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. Ja, die können tatsächlich recht haben. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. A woman in the cemetery claims the village is haunted by a lich. Okay. A peaceful and happy village? Not quite. The villagers are riled up on the point of breaking.
laying the blame for their troubles on the actions of Bukawach. They are trying to defend themselves against the dark force with folk methods. Okay. In Wirklichkeit kann ich hier noch ein bisschen was machen? Nicht wirklich, ne? Oh, doch, hier ist noch was. Ja. Ah. Das ist locked. Ich habe das Gefühl, die Quests hängen zusammen und wir können sie halt nicht wirklich nach beliebigem Willen oder in beliebiger Reihenfolge machen. Okay, dann gehen wir doch mal dahin. Can you feel it? It's the smell of mystery. Okay. Fear has embedded itself deep in the fabric of the doorframe. Fear of the flames. And trepidation about losing a loved one. Okay. Place of death. The blood sounds like suffering. It flowed quickly. The wound inflicted with the scissors wasn't large, but it was accurate. Life left the body, the heart went into a spasm, and the mind recognized the end. It lasted for some time, and then the flames came, and the pain resounded anew. Unschön. Okay, dann sprechen wir nochmal mit ihm. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the flaw that lured the Salutor here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me. Tell him about flaws, explain what traces are. Say why having multiple Salutors is dangerous. Ask why he came with you. Wir erklären es ihm einfach mal. Above all, flaws are deeply hidden marks left in human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with Salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken Salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a Salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the Salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a Salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? Tja, sagen wir ihm, welchen Flaw wir haben oder nicht? Lass mal nicht machen. It doesn't matter. The important thing is that I can now catch my next Salutor. Make another bond with it, and its power will allow me to start influencing people. Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the Salutors hiding behind them.
And I think I'm now able to catch my second Salutor. Okay. Ich weiß nicht, ob weiter mit dem Reden noch was bringt, ehrlich gesagt. Fragen wir mal, warum er mit uns gekommen ist. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a Thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. Okay. Dann sage ich ihm noch ein bisschen was über Traces. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? Ich kann mehrere Salutors haben. If I do manage to catch another Salutor, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary Thaumaturge wouldn't even try it more than once. Only a few have multiple Salutors. Why? Say the others are cowards. Nein, wir sagen nicht, dass die anderen Feiglinge sind. Wir erzählen ihm einfach, was passiert ist, nachdem wir es schon mal versucht haben. Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. I'm almost 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. I need to look around this place a little more. I won't stop you. Okay. Haben wir immer noch nicht alles gefunden, ja? Also was heißt immer noch nicht, aber... Das ist noch locked, da kommen wir nicht ran. Stimmt, ich könnte noch einen Punkt ausgeben. Die Frage ist, will ich den jetzt dafür ausgeben oder für das, was uns in der anderen Quest fehlt? Und ich glaube, wir müssen es auch nicht ausgeben. The doll is caked with a hard crust of fear. Its layers are like the varnish on an age-old painting. A child's fear, a girl's terror, a young woman's dread. They form a cocoon smelling of turpentine that constricts the throat and forces tears from their eyes. Wir haben sogar 2 Punkte inzwischen. Also wir könnten halt alles so ein bisschen anleveln, aber ich weiß halt nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Die Frage ist, reicht das jetzt schon? Oder müssen wir einen Punkt ausgeben? Na, guck mal. Wen haben wir denn hier? This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Vesna's trace. The same trace can be felt on the rag doll and the item dropped by the woman. Vesna smells of fear. Her nerves are badly strained. Wer ist denn Vesna? Her heart is trembling, her fingers are stiff from anxiety, and her mind wanders, lost in the wilderness of fear. I may be able to find her home and discover what's behind her jittery condition. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge, because I think it's time to get out of here.
Why the hurry, father? We are the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Könnten sagen, ja, und ich werde es wieder tun. Wir könnten aber auch sagen, ja, die Chancen sind nicht mehr gleich. Oder wir könnten sagen, wir waren es nicht. Einfach nur, um zu gucken, ob wir dann aus dem Kampf rauskommen, sage ich einfach mal, wir waren es nicht. No, it must have been someone who looked like me. Точно он. Doesn't matter. At worst, we'll get the boots of your corpse. Okay, sie greifen trotzdem an. There's somewhere else you have to get my boot out of. Okay, wir können dann auf jeden Fall noch Punkte ausgeben. Was macht das hier? Your bond is restored thanks to... Oh, der Bond ist jetzt schon restored, okay. Nice. Action Reaction. Ja, kann ich da hin dann? Also kann ich das... Okay, das ist cool. Ja, dann haben wir quasi eine zusätzliche Möglichkeit, Schaden zu machen. Noch einen Punkt haben wir nicht, ne? Nee. So, das macht jetzt was. Makes every attack on the enemy deal the maximum possible damage. Das sollten wir auf irgendwas mit einer großen Range packen. Also am ehesten hier drauf. Ist jetzt auch nicht die Riesenrange, aber passt schon. Und wo ist jetzt das, was ich gerade gelernt habe? Also wo ist jetzt Action Reaction? Muss ich... Achso, das ist hier jetzt schon automatisch. Okay, I see. Okay. Naja, dann. So, wer ist denn als erstes dran? Er auf jeden Fall. 29. Können wir jetzt Reduce Focus drauf machen? Dann verliert er wahrscheinlich auch seine Aktion. Und er kann halt einfach schon mal elegant 12 Schaden machen. Aber wobei, nee, das macht er dann relativ spät. Das macht er so oder so relativ spät. Ja, ist auch egal. Du machst es schon. Wenn er seine Aktion verliert, ja, das tut er in der Tat, dann greift unser Spirit auf jeden Fall als erstes an. Und wir könnten mit einer Quick Attack... Oh, wir könnten sogar mit der Concussion jetzt genug Schaden machen, um ihn direkt rauszunehmen. Dann wird er aber relativ sicher angreifen. Also ich glaube, einmal Schaden stecken wir ein, so oder so. Okay, das sind schon mal 12 Schaden. Naja. Au. Oh, die greifen beide an. Okay, uncool. Dann würde ich dich angreifen wollen. Wobei, die greifen relativ dicht zusammen an. Das ist ziemlich egal, aber passt schon. So, dann... Tja... Hast du eine Quick Attack und du machst Reduce Focus und haben wir einen negativen Statuseffekt? Ich bin mir unsicher. Wir könnten uns hiermit auf jeden Fall heilen. Einfach mal gucken. Und jetzt können wir noch Action Reaction machen, alles klar. Jetzt greift er erstmal an. Das heilt uns dann wahrscheinlich für 4. Damn, Alter, wir kriegen ganz schön aufs Maul. Aber er ist quasi tot. So, und du greifst bitte ihn an und machst Reduce Focus, damit er seine Action verliert.
Reduce Focus ist halt super stark. So, dann können wir... Haben eine Concussion. Ja, und du machst... Ist völlig egal, was du machst. Ja, das heilt uns auch nochmal tendenziell, wenn es überhaupt dazu kommt. Ja. Ah. It does. Okay. Ah, 12 Heilungen. Nice. Are you alright, sir? Me? Yes, but can these salutars also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're alright, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Okay. Dann zurück ins Village. Alter, hängen wir jetzt echt schon 1,5 Stunden in der Demo? Krass. Gut, dann... Vesna ist wahrscheinlich die Frau, die bislang die Tür nicht aufmachen wollte, oder? See. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please, please. Okay, aber das können wir nicht machen. Okay, weird. Aber warum nicht? Ich dachte, wir könnten sie jetzt eventuell direkt auf die Puppe ansprechen oder so. Ah, hier liegt noch was. Okay, vielleicht ist das wichtig. Shaft is overgrown with the thorns of bitter words, but there are others, warm, delicate as rose petals. They betray a love for someone who's not afraid of thorns. A love that is difficult, but not accepting of violence. Okay, trace certain Luca. Interesting. Was haben wir hier? Ne? Trace certain Vesna. The broken ceramic trembles with anger and frustration. The quarrel erupted suddenly, spewing out a bile of mutual complaints and grievances. Its sweet and pungent taste stupefied, compelled screaming, finger-pointing and hurting. The frenzy lasted until all involved were out of the breath. In this house lives a married couple who do not mince their words. They argue violently, loudly, until they are out of breath. But they persist. Together, despite everything. Okay, können wir sie darauf jetzt ansprechen? Spricht sie jetzt mit mir? Ah, guck mal. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasili's burned-out farmstead. Lucas sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Na, dann gucken wir doch mal, wie wir jetzt mit ihr reden können. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Vesna about Luca, it is clear that this is not the first time Vesna has threatened someone with her husband. Luca must not have the best reputation in the village.
Residency Luca as a song. Ja, okay. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. This is more than a crack. What do you want? Calm her down and make her feel safe. Ja, bitte. Please, don't be afraid. I just need to know where I can find your husband. He's chopping wood in the clearing by the forest. Also, und mehr können wir sie jetzt gar nicht fragen? Also, ich dachte, ich kann den Rest dann auch noch machen, nachdem sie sich sicher fühlt. Wie finde ich die Demo bislang? Ich würde mal ein Fazit geben, wenn wir die Demo durchhaben. Die wird ja wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig lang sein, würde ich schätzen. Achso, da müssen wir jetzt hinfahren, ja? Again? This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. So, dann... Ah, passiert automatisch, okay. Oh, oh, das sieht nach Kampf aus. I'm not here to fight. Luca! Wo kommen Sie jetzt her? You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasili's death. The Salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, the Bukavach. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Fighting wild Salutors. To defeat a wild Salutor, you must get rid of the shadows that protect him. Vanquishing the shadows will weaken him, but the weaker he is, the more fiercely he will fight back. The bar tells you when the wild Salutor sends more enemies against you. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich ein krasser Kampf, also ein verhältnismäßig krasser Kampf. Kann gut sein, dass wir da aufs Maul kriegen, weil ich bin eigentlich nicht so der Mensch für rundenbasierte taktische Kämpfe. Nochmal mehr Schaden. Okay, aber vielleicht bräuchten wir... Ja, komm. Achso, das kostet 2, das können wir nicht nehmen. Ja gut, dann nehmen wir das. Und dann können wir... Oh, haben wir Gamble noch gar nicht ausgerüstet? Warum ist denn das nicht mehr auf der Concussion drauf eigentlich? So, Reduce Focus
Interrupted ja aber eh schon Planned Actions, oder? Ich würde das nochmal hier drauf legen. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Bin mir nicht sicher, ob ich das gerade korrekt verstehe, aber gucken wir mal. Das speichert er jetzt so, ne? Ja, okay. Cool. Dann gucken wir mal. Der hat eine Menge Punkte. Der hat eine Menge Focus. Und 38 live. Ah, da wäre es in Wirklichkeit doch ganz gut gewesen, wenn wir das hier raufgepackt hätten. Okay, das können wir machen. Damit greifen wir auf jeden Fall immer noch eher an. Ich glaube, ich muss mich da ein bisschen durchprobieren. Du machst ruhig mal Reduce Focus, oder? Machst du Damage? Nee, du machst mal Reduce Focus. Haben wir jetzt gar nicht angegriffen? Ach so, das ist immer noch... Ah, das kann der nochmal machen? Okay, spannend. Ja, dann mach das mal weiter. Dann schlagen wir jetzt einmal zu. Okay, 3 Schaden ist fair enough. Okay, und jetzt haben wir negative Statuseffekte, richtig? Jetzt sind wir, okay, bei Suffering. Alles klar. Dann würde ich ihm 14 Schaden inflikten wollen. Und du machst mal Reduce Focus und nimmst auch gleichzeitig den negativen Statuseffekt von uns. Und vor allem bist du dann nochmal dran. Und kannst dann das machen, was mich auch gleichzeitig noch heilt. Um 5 Punkte. Also und jetzt können wir noch... Ja, es ist völlig egal eigentlich. Wobei, nee, ist es nicht. Machen wir mal so. So, du machst 5, dann schlagen wir nochmal zu und dann ist er nämlich raus. Dachte ich. Warum steht denn der noch? Hatte der... Ah, haben wir... Shit, er hat noch einen Hitpoint, okay. Ungünstig. Ja, komm. Ich dachte, wir machen einen Schaden mehr. Ja, ich dachte, wir hätten eine feste Chance, 12 Schaden zu machen. Aber hatten wir offenbar nicht. Ah, okay, und wir müssen die Gegner... Okay, alles klar. Gecheckt. Wir brauchen eine Heilung auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall... Das machen wir zuerst. Da machst du Reduce Focus. Wir machen 14 Schaden und er macht 9. Und heilt uns noch. Wie viel Schaden machst du? 3 bis 5, das ist okay. Dann kriegen wir ihn doch direkt raus, oder? Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ja, wir nehmen natürlich Damage over Time, das ist halt ungünstig. Warum macht er jetzt nur 4 Schaden? Da stand 9 dran. Das ist doch halt scheiße. Also da stand ja keine Range dran. You know? Ja, der Skill von den Hitpoints. Ah, okay. Okay, das ist er. Er greift zuerst an. Shit, das überleben wir nicht, oder? Den Kampf müssen wir, glaube ich, normal machen. Ja, rip me.
Okay. Ah, nein, jetzt haben wir den Punkt nicht ausgegeben, ne? So, dann developen wir das nochmal und dann müssen wir die Upgrades nochmal verteilen. Du gehst darauf. Du gehst darauf. Finde ich besser. So. Du machst das. Du machst einfach mal Schaden. So, aber macht der... Achso, ja, okay. Aber du müsst jetzt wirklich 15 Schaden machen, ne? Weil wir ja nicht zuerst angreifen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das triggert, dass er seine Action verliert. Scheint nicht so. Bedauerlich. Wir können es nochmal probieren. Aber das sind doch jetzt... Ja, okay, doch, 15 Schaden ist Fair Point. Ah, und er hat seine Action verloren. Perfekt. So, dann nehmen wir 4 Schaden, das ist fein. Dann gehen wir mit der Plant Attack rein. Warum ist denn das jetzt alles gelockt? Was passiert hier gerade? Ich glaube, das Spiel stürzt gerade ab. Ja, nun. Ja, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehängt. Schade. Naja, da tut sie nichts mehr. Gut, dann laden wir das wohl nochmal. Starten den Kampf zum 4. Mal. Na dann. So. Wir machen das. Du machst das. Jetzt verliert er seine Action direkt. Okay, perfekt. Das ist sogar noch besser. Dann machen wir eine Quick Attack. Die dann gar nicht mehr so quick ist, aber das ist okay. Ja, du machst mir Schaden, das ist fein. So, und du machst dann das. Okay, 2 Schaden nehme ich gerne. Dann machen wir dir hiermit 14 Schaden. That's cool. Ja, und du kannst halt pausieren. Also, du kommst halt eh nicht dazu. Weil wir halt einfach zuerst angreifen und bis dahin ist der Gegner tot. Gut, dann brauchen wir Healing. Du greifst zuerst an für 3 bis 6. Du für 3 bis 5. Okay, das macht nicht so einen Riesenunterschied.
Dann würde ich dir mal 14 Schaden machen wollen. Dann hast du noch 9. Und du machst halt weniger Schaden. Das ist okay. Ja, wobei, nee. Nee. Kann ich das noch ändern? Shit, kann ich jetzt nicht mehr, ne? Doch, kann ich noch. Okay. Du machst mal Reduce Focus bei ihm. Dann verliert er nämlich seine Action. Und du machst da mal 9 Schaden und greifst ihn zuerst an. Und heilst uns halt auch noch. Okay, das ist so viel besser. So, er verliert seine Action. Dann können wir nämlich nochmal angreifen und können dann 14 Schaden machen. Dann geht er nämlich auch down. So, du machst 9 Schaden. Traumhaft. Wir brauchen Live. So, und warte, hat er jetzt gar keine Action mehr? Doch, er muss doch eigentlich schon angreifen, oder? Warum macht er denn jetzt... Wait a second. Warum hat er denn jetzt seine Attacke nicht gemacht? Ah, das ist ungeil. Okay. In that case greifst du mal den an. Ich brauche halt Heilung. Am I stupid? Sollte der eine Skill... Nee, die Art Kampf ist echt nicht meins. Habe ich aber auch von vornherein gesagt. Okay, warte. Okay, also normal. So, ich würde dich gerne interrupten. Nach Möglichkeit. Und du kannst Schaden machen. Und ich habe die ganze Zeit den falschen Skill genommen. Ich habe nicht den Heilskill genommen. Der heilt mich, ne? Ich habe nur Health gelesen. Und ja, okay, wenn ich den falschen Skill nehme, kann es auch nicht funktionieren. Okay, fair point. Wir brauchen aber im Moment noch keine Heilung. Das heißt, du kannst ruhig erstmal Schaden machen. Verlierst du deine Action? Leider nein. Na, dann versuchen wir es so normal. Hast du jetzt Bock, deine Action zu verlieren? Auch nicht. Ungünstig. Na gut, 2 Schaden-Ideen. Und 3 Schaden dafür. So, dann hau ich dir volles Hund aufs Maul. Das hätte ich dann auch direkt machen können eigentlich. Oder wir probieren das einfach nochmal. So, und du heilst mich bitte erstmal. Dann hau ich dir aufs Maul. So, 5 Hitpoints für uns. 8 Hitpoints wieder weg. Fair point. So, und... er ist dann nicht tot, aber das ist okay. Dann kannst du das machen und bitte alle negativen Statuseffekte von mir nehmen. Das wäre super. Das ist aber auch schon alles eher ungünstig gelaufen. So, und dann, keine Ahnung, boxe ich dich einmal fix. Passt schon. Also alles andere macht halt eh keinen Sinn. Dann ist der weg. Fein. So, dann kommen die 2 Neuen. Dann
nehme ich dir den Focus. Macht das Sinn? Ja, schon verlierst du auf jeden Fall eine Action. So, und du greifst einmal an und heilst mich bitte. Und dann würde ich nochmal mit der Concussion reinhauen. Traumhaft. So, das tat weh. Das ist in Ordnung. Das tut auch nochmal weh. So, in that case. Dann versuche ich dich einmal zu brechen. Und du machst das gleiche und nimmst die Statuseffekte von mir runter. Das wird ziemlich traumhaft. Wenn wir Glück haben, verliert er seine Action. Yes, sehr gut. So, dann nehmen wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal keinen Damage over Time mehr, bevor Bukawatsch nicht dran ist. Er hat noch 20. Ja, komm rein da. Wenn wir Glück haben, reicht's. Ich muss jetzt halt nur 24 Schaden einstecken, aber das ist okay. Ja, das sollten wir überleben, wenn wir den Damage over Time überleben. Gucken wir mal. Sehr gut. So, und dann hat er nämlich noch einen Hitpoint und ich kann ihn punchen und dann sollten wir good to go sein, oder? So, nachdem ich die Skills jetzt verstanden habe, ist tatsächlich auch alles fein. You lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Taming a Celator. You defeated the Bukawatch, the Deed Dimension Celator. But you cannot tame it on your own. Rasputin comes to your help. The untamed Celator won't obey your orders, stops you from developing, and weakens your perception. Fortunately, Rasputin soothed his anger. You achieved the unachievable. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Okay, wir können jetzt halt... okay. Interesting. Prevent Luca from making rash decisions? Remind Luca of the proof that he loves Vesna? Wir könnten Vesna auch zwingen zu fliehen. Also dann wird sie wahrscheinlich verschont. Oder wir könnten nichts machen.
Interesting. Mr. Fierce antworte ich dir gleich drauf. Ich würde nur ganz kurz hier noch die Quest gerne abschließen. Also angesichts der Tatsache, dass wir gerade nur eine Demo spielen und ich jetzt nicht zu sehr in Character gehen muss, finde ich, ist es halt fast relativ wurscht, was wir nehmen würden. Ansonsten würde ich mir jetzt ernsthaft überlegen, okay, in welche Richtung möchte ich den Charakter ausprägen, also wie möchte ich ihn spielen? Ist er halt eher ein selbstsüchtiges Arsch? Geht es ihm schon darum, möglichst viele Leute zu schützen? Was ist so seine Hauptintention? Ich bin gerade ein bisschen auf Blut und Morde aus. Und würde im Zweifelsfall einfach mal das erste probieren. Also ich weiß halt nicht, also wir können halt Luca von irgendeiner Entscheidung abhalten. Ich weiß noch nicht von welcher. Ich möchte auf jeden Fall nicht, dass Vesna flieht, sagen wir es so. Gucken wir mal. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Sharing a village with murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Phew. Okay. Dramatischer Kameraschwenk auf die Bäume. What? Das war weird. Das war nicht das, was ich erwartet hatte. Du winkst fröhlich, aber ich kann nicht mit dir reden. Send a Telegram. Naja, das ist wahrscheinlich auch das Letzte, was wir in der Demo machen, oder? Excuse me, sir? Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. Things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. The fuck? Gut, senden wir ein Telegramm. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Do you still want to send something? Okay, offenbar nicht. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? Wir sehen voll gut aus, oder? Also im Vergleich zum Anfang des Spiels? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling.
Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Müssen wir nach Warschau? Nö. Just a moment ago I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Können Nein sagen oder fragen, ob er uns gerade bedroht. Oder droht, nicht bedroht. Your question sounded like a threat. Because it is, for all of us. I have the skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Okay. Ich frage mich, ob wir den Albuquerque-Mann nochmal wiedersehen. Und jetzt Roll Credits, beziehungsweise Please Wishlist on Steam. Ja. Oder? Gott. Kriegen wir noch einen Cliffhanger? Fände ich ja gut. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? Okay, die Demo will, glaube ich, einfach nicht enden. I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Cheap labor influx causes housing shortage. Strikes, Jews, poverty, violence, the Polish Socialist Party stealing military equipment. I wonder if there are any political cartoons. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszawa. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something.
Dear Victor, a feeling of déjà vu washed over me upon receiving your last telegram. Yet again, you're off traveling to some distant lands, while I stay here nursing the hope you will one day visit us in Warsaw. Gott, es ist laut. I miss the old days when things seemed so simple. Even if we already knew back then, we may never be truly free. I long for the chance to show you how much our city has changed. To let you hear all these different languages that now echo down the streets we once aimlessly wandered together. Yet all that is mere fantasy. The past is gone, never to return, it seems. Just like you, my dear brother, who risks his life in search of otherworldly beings and their hosts. Sometimes I think it is for the best that I do not share this gift with you and Papa. Maybe that's why I can see things more clearly, just as they are. Therefore, I beg you, Victor, come back to us and reconcile with your father. You never know when it will be too late. Affectionately, your sister, Ligia. Okay. Crazy. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt am Ende auch an einem Punkt, wo ich dachte, ja, okay, vielleicht würde ich heute ganz gerne was anderes machen. Wäre ganz cool, wenn die Demo mal endet. Aber an sich eine sehr coole Demo. Hat mir sehr gut gefallen. Wenn es wirklich noch eine sinnige deutsche Übersetzung bekommt, also halt nicht so eine, ja, mal eben irgendwie durch Google Translate oder so gejagt mit dann vielen Fehlern, fände ich es noch ein bisschen cooler, weil das hilft mir dann definitiv auch ein bisschen mehr in das Kampfsystem reinzukommen. Also das bräuchte ich auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag das Setting super, ich mag das ganze Art-Design. Also ich habe im Moment nicht viel dran auszusetzen, außer dass es halt einfach noch von der Art und Weise, wie es läuft, definitiv ein bisschen Polishing braucht. Also ich habe sie halt echt auf einem Rechner laufen, der jetzt kein halbes Jahr alt ist, wo eine gute Stange Geld gekostet hat. Also der ist ja jetzt nicht unbedingt das Allergeilste an Technik, aber schon not bad. Und ja, es ruckelt halt hier und da auf einer 4080 einfach noch. Das ist so, nun, da kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber ja, es steht ja auch groß oben drüber. Es repräsentiert halt nicht die finale Qualität des Spiels. Und sie haben prinzipiell noch knapp 2 Monate, bis es rauskommen soll. Mal gucken, wie es dann läuft. Aber es waren jetzt auch keine dramatischen Sachen, ne? Also es war jetzt, die Demo hat sich einmal aufgehängt. Aber ansonsten, ja, haben jetzt keine großen dramatischen Sachen, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht, ob mich die Story insgesamt so wahnsinnig catcht. Also ja, wir sind jetzt in Warschau angekommen, unser Vater ist tot und das Haus bricht über uns zusammen und dann mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob ich so storymäßig so super die Karotte vor der Nase habe, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Da sehe ich mich irgendwie noch nicht so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das sooner or later mal spielen werde. Ziemlich sicher nicht zum Release, dafür habe ich zu viele andere Sachen auf der Liste. Aber mal gucken, vielleicht so 4 bis 8 Wochen später, schauen, wie es dann aussieht. Mal gucken, wie es dann noch mit
nachträglichen Patches ist. Weil ich schätze, da wird nach Release auf jeden Fall was nötig sein. Ich mag das System, dass wir eben noch so ein, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen. Ich nenne es jetzt mal Geist haben, der halt in den Kämpfen mit drin ist und dass wir uns halt quasi auf einen spezialisieren können und dass uns das auch wirklich Optionen in der Interaktion mit der Welt gibt, also dass wir bei manchen Gegenständen dann einfach was nachvollziehen können und bei manchen halt nicht. Dass sich das auf Dialoge auswirkt, ist ja in einem CRPG relativ normal. Also das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, das erwartet man schon, aber dass das halt quasi auch so für die Schlussfolgerungen, die wir ziehen, dass das damit reinspielt, finde ich ganz cool. Und dass das halt durch das Schlussfolgern wirklich auch so ein klein bisschen Detective-Style hat. Mag ich auch sehr gern. Also insgesamt eine sehr coole Sache. Kann man mal im Blick behalten. Ich schaue gleich im Stream noch 1, 2 Sachen dazu nach, aber ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag noch und bis zu irgendeinem anderen Video. Macht's gut, haut rein und tschüss.